Hallihallo meine Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder bei Honeybee German reinschaut. Heute schauen wir uns einmal 10 wichtige Vokabeln an, die ihr unbedingt wissen solltet. Nummer 1. Sein. Sein ist eins der häufigsten Verben, die wir auf Deutsch verwenden. Also, das müsst ihr unbedingt wissen. Die Konjugation heißt ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Diese Deklination solltet ihr in- und auswendig kennen. Ja? Und sein ist ein Verb, welches wir mit einem Adjektiv oder einem Nomen verwenden können. Zum Beispiel, sind Sie Deutscher? Ja, mit einem Nomen. Sind Sie Deutscher? Dann sage ich, ja, ich bin Deutscher. Und du? Oder wir können sagen, wow, du bist so schön. Ja, also mit einem Adjektiv. Aber sein kann auch bedeuten, an einem Ort sich befinden. Ja, ich befinde mich an einem Ort. Dann sagen wir, er ist gerade in Amerika oder ich bin gerade in Italien. Ja? Und wir können aber auch sagen, in der Vergangenheit, ich war schon einmal in Polen oder ich war schon einmal in Frankreich. Nummer 2. Kommen. Kommen ist auch sehr, sehr häufig in der deutschen Sprache. Zum Beispiel können wir sagen, kommst du mal wieder zu mir? Kommst du mal wieder zu mir? Oder Marie kommt aus Amsterdam. Marie kommt aus Amsterdam. Oder wir können auch sagen, wann kommt denn der Zug? Wann kommt der Zug? Kommst du endlich? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Komm schon! Ihr seht, kommen können wir auch verwenden, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit oder wir haben es eilig. Außerdem gibt es zu kommen auch sehr viele Vorsilben. Diese verändern die Bedeutung von kommen, wie zum Beispiel vorkommen, ankommen, einkommen und so weiter. Und wenn ihr dazu Interesse habt, dann schreibt es hier unten in die Kommentare, dann mache ich dazu auch ein Video. Nummer 3. In Deutschland sprechen wir sehr oft darüber, wie wir von A nach B kommen. Also wie kommen wir zur Arbeit, wie kommen wir nach Hause und so weiter. Und da benutzen wir das Verb fahren. Fahren. Zum Beispiel können wir sagen, er fährt mit dem Fahrrad auf Arbeit. Oder Peter fährt lieber mit dem Auto. Oder Marie fährt nicht mit der U-Bahn, sondern sie läuft lieber. Für fahren können wir in der Umgangssprache auch sagen nehmen. Also ich nehme das Fahrrad, ich nehme das Auto oder ich nehme die U-Bahn. Nummer 4. Einkaufen. Einkaufen ist ein Hobby von vielen von euch, oder? Black Friday steht schon vor der Tür und ich kaufe viele, viele Sachen ein. Oder wir können sagen, es ist schon wieder Wochenende, ich muss noch einkaufen gehen. Oder wir können sagen, ich kaufe nur die wichtigsten Dinge ein. Oder der 4. Satz, gehst du einkaufen, kannst du mir etwas für die Arbeit mitbringen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen kaufen und einkaufen? Das ist ganz einfach. Einkaufen, da haben wir nichts Bestimmtes, was wir kaufen, sondern wir kaufen eine Menge oder wir kaufen einfach irgendwas. Ja, zum Beispiel im Supermarkt. Ich gehe im Supermarkt einkaufen. Aber
Kaufen ist eine bestimmte Sache. Zum Beispiel, ich kaufe einen Computer oder er kauft sich ein Auto. Nummer 5. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht verwenden wir immer dann, wenn etwas nicht ganz klar oder nicht ganz sicher ist. Zum Beispiel, wo sind denn meine Schlüssel? Sind sie vielleicht in deiner Tasche? Oh ja, hier sind sie. Nummer 6. Checken. Checken. Das Wort kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie prüfen oder überprüfen. Ja, und wir können hier sagen, er checkt seine E-Mails sehr oft, denn er wartet auf eine Nachricht. Oder auch, ich checke noch schnell das Wetter und dann können wir gehen. Ich checke noch schnell das Wetter und dann können wir gehen. Nummer 7. Fix und fertig. Oh, fix und fertig. Dieses Wort benutzen wir immer dann, wenn wir total müde oder sehr gestresst sind. Zum Beispiel, oh, was für ein Tag. Ich bin fix und fertig. Ich brauche erstmal mein Bier. Ja? Oder wir können das auch sagen, wenn wir von jemandem genervt werden, zum Beispiel von einem Kind. Ja? Dann können wir sagen, ach Mann, du machst mich fix und fertig. Ja, das heißt dann, du nervst mich total. Nummer 8. In Ordnung. In Ordnung benutzen wir immer, wenn etwas gut funktioniert. Zum Beispiel, der alte Fernseher ist noch in Ordnung. Wir müssen keinen neuen kaufen. Der alte Fernseher ist noch in Ordnung. Wir müssen keinen neuen kaufen. Oder wir sagen es auch, wenn etwas okay ist. Okay. Ja? Also zum Beispiel, ich stelle das Buch zurück ins Regal, oder? Ja, das ist in Ordnung. Oder auch, alles in Ordnung? Ja, ja, nicht schlimm. Nummer 9. Einwandfrei. Das bedeutet so viel wie perfekt oder ohne Probleme. Ja, und wir können hier sagen, der neue Computer funktioniert einwandfrei. Oder es kann nicht kaputt sein. Als ich es dir gegeben habe, war es einwandfrei. Und zum Schluss Nummer 10. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das bedeutet unbedingt nicht oder so viel wie niemals. Ja? Und hier können wir sagen, das wird auf keinen Fall funktionieren. Auf keinen Fall funktionieren. Ja? Oder das werde ich auf keinen Fall vergessen. Oder wir können auch sagen, ich werde auf keinen Fall die Nazis unterstützen. So, und das Gegenteil heißt dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich werde auf jeden Fall zu deiner Geburtstagsfeier kommen. So, das waren 10 nützliche Wörter auf Deutsch, die wir fast täglich verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, teilt das Video an eure Freunde und abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann aktiviert die Glocke. Lasst uns doch auch einen Kommentar da, wo ihr uns sagt, was ihr von diesem Video denkt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt fleißig wie die Bienen. Ciao, ciao!